atrás, pero un cariño sincero jamás. Vete olvidando esto que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás. Serás tu Wir sind während der Corona-Zeit zusammengekommen. Es war so, dass in der Zeit wir über Telegram eine sehr große Gruppe in unserem Ort zusammen, also sich gebildet hat. Ich hatte das autarke Grundstück, an dem es möglich war, eben mit 30, 35 Leuten in der Zeit eine große Gemeinschaft, also ein großes Treffen zu bilden. Ja, ich auch. Ja. Ich hatte einen Resthof und ja, da haben wir uns oft getroffen. Wir brauchten keine Restaurants. Wir haben uns privat getroffen, an einem Ort, mal bei dem anderen und haben uns wirklich intensiv kennengelernt und uns auch gegenseitig geholfen in der Zeit. Ja, also ich wollte durch den Verkauf des Resthofes auch wieder einen neuen Lebensabschnitt anfangen. Und ich habe mich 2008 schon mit Gemeinschaften in Deutschland beschäftigt. Das war eigentlich immer mein Ziel. Und dann habe ich recherchiert im Internet und habe mir angeguckt, ich wollte erst in die Türkei, vielleicht Thailand. Naja, und dann war ich in Deutschland viel unterwegs, das war aber nicht so meins. Auf jeden Fall bin ich auf der El Paraíso Verde Seite irgendwie. Ich werde immer irgendwo hingeführt, in meinem ganzen Leben schon immer. Auf jeden Fall habe ich dann weiter, also Lilo, das Video von Lilo habe ich dann gesehen. Und das war auch wieder Norddeutschland. Sie hat ihren Hof verkauft, genau. Ja, also wo ich gedacht habe, das muss ich mir angucken. Und dann bin ich im Mai 2023 für 14 Tage hierher gekommen. Und schon alleine der Empfang, also diese Herzlichkeit, das war das Wichtigste, hier anzukommen nach so einer langen Reise. Ne? Und dann, wie war denn die Folgezeit? War das nur der erste Tag, der zweite Tag? Diese nein, Herzlichkeit? alle Tage. Alle Tage. Ich habe hier. Heute auch? Heute? Ja. Ja. Immer? Ja, immer. Ja. Das war ja so, ich hab ja viel erzählt von hier. Ne? Und ja, und Peter ist dann 4 Wochen erstmal 10. September 24 dann mit hierher gekommen. Ja. Ja, das ist eine interessante Synchronizität, weil ich bin schon 6 Jahre im E-Mail-Verteiler vom El Paraíso Verde und habe mir das immer angesehen, so durchgelesen. Ich dachte, interessant, das wächst und wächst, das sieht ja auch toll aus, habe die Videos gesehen, aber irgendwie war nie die Zeit reif. Und so ganz alleine, ich war halt auch immer busy, immer viel am Arbeiten gewesen, ne? Und dann kam das auf einmal so zusammen, dass dann Ruth sagte, Mensch, ich ziehe ins El Paraíso Verde. Und ich so, boah, das ist ja interessant. Genau der Ort, den ich jetzt schon so lange beobachte, komm, jetzt gucke ich es mir an. Also jetzt erst recht. Ne? Und dann waren wir hier und dann dachte ich so, wow, was ist das hier cool. Infrastruktur stimmt, die Menschen sind so offen, die Kinder sind so lebendig. Also die Kinder? Ja, die Kinder sind so lebendig, wie wir das eigentlich aus unserer Kindheit kennen. Ganz genau. Ja, es gibt keine Quengeleien, es gibt nicht diese nervigen Kinder, die nur am Handy rumhängen. Das sind Kinder, die hier draußen im Dreck spielen, die lachen und die überall, weißt du, so ohne Ende. Und das sehe ich hier und das freut mich total. Und es stimmt alles. Klar, es ist ein Siedlungsprojekt, nicht alles ist perfekt. Nirgendwo ist alles perfekt, das ist ja ganz klar. Nur die Grundlagen sind komplett da, die Menschen sind da, es sind so coole Charaktere hier, auch intelligente Menschen. Und unsere gemeinsame Basis hier überall passt, weil es sind alles Ungeimpfte, die einfach gar keine Lust haben auf diese systemischen Zwänge und auf all das, was überall auf der Welt im Moment gerade passiert. Das sind alles Leute, die sagen, hey, wir haben keinen Bock auf Diktatur, wir haben keinen Bock auf systemische Repressalien, das kriminelle Kartell bleibt draußen, hier ist das Tor zu. Wir können hier frei leben, wir können uns hier entfalten. Jeder geht auf seine Art und Weise in seine Entwicklung rein. Man ist herzlich miteinander, man ist vor allem, oder alle sind auch
einfach offen. Das heißt, weißt du, der Neue, der kommt, wird einfach nicht irgendwie komisch von der Seite angeguckt, wie das manchmal so draußen in den Städten läuft. Du musst dich nicht erstmal irgendwie beweisen, sondern du wirst einfach angenommen mit vollem Herzen und Empathie. Und jeder kann sich auf seine Weise einbringen und auch so sein, wie er will. Jeder kann auch sein eigenes Ding durchziehen. Hier gibt es keine Pflichten in der Form. Du musst also irgendwie nicht zwingend jetzt das und das Programm ableisten oder keine Ahnung. Man kann einfach hier sein, hier leben, sich frei entfalten. Und weißt du, wenn das so ist und so läuft, dann hast du selber automatisch Lust, dich einzubringen. So, und das erleben wir, das sehe ich hier überall. Wir waren vorhin schön groß im Ipisee baden, das ist also perfektes Wasser hier. Also, weißt du, ich kann mit dem Hund frei laufen und, ne? Das ist ein toller Hund. Ja, die Süße hier. Alice im Wunderland. Ja, jetzt ist sie wirklich im Wunderland. Ich freue mich auch sehr, dass es hier verschiedene Jahreszeiten gibt, weil ich bin ja auch ein Nordmann, ich brauche auch die Kälte. Ich habe früher immer draußen gesessen, auch eingewickelt in Decken. Das musste schon waagerecht schneien, dass ich reingegangen bin. Und ich hatte dann immer so ein bisschen Bedenken, jetzt gehst du so in die Wärme und schaffst du das? Was macht der Körper? Wie reagierst du da drauf? Nervt dich das dann? Ist die Kälte nicht vielleicht doch dann irgendwie einfach, fehlt mir die so? Und dann habe ich einfach gemerkt, es gibt 4 verschiedene Jahreszeiten. Im Winter geht es auch mal bis 2 Grad runter. Das heißt, ich kann mich ja dann trotzdem auch mal draußen einfach schön, ne, wie früher hinsetzen, wenn es mir fehlt. Und mir dann einfach die kühle Brise um die Ohren kriechen lassen. Und auch wenn ich Bock habe, mal die Finger ein bisschen blau werden lassen. Aber weißt du, ich mache es dann selbst, weil ich Lust drauf habe. In Deutschland kommt es nicht drum rum. Ich habe einen Hund, ich muss halt 4-mal am Tag gehen und das ist schon auch eine anstrengende Hausnummer mit Schnee und Eis und was wir da alles gemacht haben über die vielen Jahre mit der Heizerei. Das fällt jetzt hier alles weg. Und ich merke auch durch diese sanfte Brise, die wir hier ständig haben, auf dieser flachen Ebene, relativiert sich auch die Wärme in der Form. Wenn ich in Deutschland sitze und ich denke, 38 Grad, Himmel, das ist ja nicht auszuhalten. Das ist hier eine ganz andere Temperatur. Das fühlt sich auch anders an durch diesen Wind. Also kann ich nur meine Hoffnung weitergeben an Menschen auch und sagen, komm einfach her, guck's dir an, fühl einmal selber rein und schnupper mal rein. Vor allem lern mal die Leute kennen, beobachte mal ein bisschen die Interaktion der Menschen untereinander und wie sie sich untereinander unterstützen, miteinander helfen.